Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Council, und wir stecken hier immer noch bis zum Hals fast in dieser Vorrichtung, und ich muss gestehen, ich habe meine Hand nochmal rausgenommen. Ich habe nämlich hier das nochmal arrangiert, sodass der Ort auch verbunden ist mit dem Ereignis. Also wir sehen hier die Dornenkrone, den 26. März und den zunehmenden Mond. Und ja, wir riskieren es jetzt einfach mal und ziehen an dem Hebel, würde ich sagen. Ja, und ganz offensichtlich war das nicht so wirklich der richtige Weg, den wir gewählt haben. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Ich war der festen Überzeugung, auf dem richtigen Weg zu sein. Aber nur gut, wir haben gesagt, wir spulen nicht mehr zurück, wir leben mit den Konsequenzen. Werden jetzt hier deswegen auch einfach, als wäre nichts gewesen, unsere 4 Punkte verteilen. Ich gebe die hier mal auf die Überzeugung und einmal auf die Sprachen, und dann verlassen wir uns darauf, dass unsere Mutter mittlerweile fit genug ist in Sachen abgehackte Hände heilen. Wir lassen uns auch jetzt hier nicht von dem Nachspann vertreiben, denn den kennen wir ja schon, sondern gehen einfach weiter zum nächsten Kapitel und können hier dann noch 3 Manuskripte lesen. Ich weiß jetzt gar nicht, wir werden die Heimlichkeit auswählen, die Manipulation, gegebenenfalls auch noch die Befragung. Und stürzen uns dann einfach mal frohen Mutes und abgehackter Hand mit abgehackter Hand aufs nächste Kapitel. I championed his ideas, defended his decisions, and then, without even realizing it, I became lost. Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. Someone had the bang coming from the Duchess's room, and she isn't answering. Louis, you really must learn to conceal your weaknesses better, if you don't want your foes to use them against you. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. It is the natural order of things, Monsieur de Richet. There have always been men who govern other men. That is simply the way it is. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. Ja, das ist ja alles ganz nice, aber hilft uns aktuell nicht weiter. I'm going to open this damn door and skin you alive. You're not going to get the better of us. Mother? Louis, you've come around. How do you feel? It hurts. Mother? I can't feel my arm. Louis, I had to cauterize it with what I could find. Where's my arm? We'll get through this, Louis. Don't worry. I think I found a solution. You'll see. We gotta leave. No, don't put your arm in there. Louis, we can't leave without it. It's our last chance. I need to see this through to the end. I must do it. Tja, was auch immer jetzt die korrekte Lösung war. We've done it, Louis. Look. Stubborn as a mule. Come on, up you get. I'll help you. Easy does it. You've lost a lot of blood. And now what? Let's take what we came for. Wie hat sie das aufbekommen? Das würde mich allerdings jetzt auch interessieren. I've got to know what I did wrong. That is one fearsome mechanism. In fact, if I hadn't watched you beforehand, I would never have found the right combination. Tell me, where did I go wrong?
The 3 nails? Yes, it's true. They let you open the iris. Yes, but you still need to find the right theme, don't you? The fresco was a trap. Apart from the fresco, everything pointed to the crucifixion. The things that make it possible to activate the mechanism are associated with the crucifixion. The cross to activate the mechanism and the nails to choose a date. Genau, da waren wir uns ja schon mal einig. What did you do once you uncovered the iris? I matched the icon of the crown of thorns with the town of Golgotha, where the crucifixion took place. Habe ich auch gemacht. Well, how did you manage to crack the puzzle? Then I had to link the crown of thorns to the date of the crucifixion, according to the exegesis. But I failed to understand the first time. With that theme in mind, I chose 26M, which represents the 26th of March. Ja. To conclude, I had to use the armillary sphere to find the moon corresponding to the day of the crucifixion, which turned out to be in the first quarter. All that was left to do was to link all those elements on the same axis. Ja, genau das hatte ich eigentlich auch gemacht. Deswegen habe ich keine Ahnung, wo der Fehler war. Werde ich wahrscheinlich auch nie rausfinden. Müssen wir jetzt leider so hinnehmen. Finde ich jetzt nicht gut, aber gut, vielleicht, naja. Aber es hieß eigentlich... But where are we? I don't know, but Oh Gott, vielleicht habe ich das falsche Viertel gewählt. Do you know what we're looking for? We have to find that weapon. What do you know about the Holy Lance, Louis? The what? The lance of Longinus the Centurion. Gar nichts. I'm sorry, but I don't remember anything specific. It's the lance with which the Roman centurion pierced the side of Christ on his crucifixion. Seriously? Die. You don't really believe that fable, do you? Every fable is founded on true events. I'm not saying that everything adds up, but imagine if it really did exist. Very well. Now what? Well, now you know what you need to find. Pardon? I have to get to the wharf to prepare our departure. Let's get off this cursed island as quickly as we can. We shall come back when we are ready and armed. But hang on. Louis, let's first get to safety. We shall come back when we have the upper hand. Fear not. You take care of getting the lance. It's imperative. I'll take care of preparing our departure. Hang on. At least tell me everything you know about this lance. But I have never seen it. There's nothing else I can say, Louis. Well, you can always go snooping around Mortimer's study. I remember seeing paintings of Longinus there. Hang on a second. What's the matter? Why did you shoot Emily's sister? Do you really think now is the right time for this? Ja. I want to know, Mother. Why did you betray her? Listen, Louis, I don't think you've really understood my interest in the Al-Azif. It's not just simple curiosity about some old relic. You tried to kill her. And I had no choice, for crying out loud. It must not fall into the hands of the demons, or we are all doomed, don't you see? Listen, I don't know exactly what it contains, but I prefer to be one step ahead. If they want it, there must be a reason. And even if I don't know what it is, I want to stop them for safety's sake, no matter what. Nothing will stop you if I understand correctly. Not Enough, Louis. If you could see the extent of their power as I do, then you would understand what I'm saying. All right, we'll do it your way. One more thing. If they find you in possession of the lance, they won't let you get away with it. Choose only one and hide it under your jacket so you don't get caught with it. Then run and meet me on the wharf. And if I get caught? If they catch you in possession of the lance, we're all doomed. Do you understand? Perfectly. Good. And go talk to Piaggi. He's the one who probably knows the most about this. Ich würde jetzt mal so ganz spontan aus dem Bauch heraus behaupten, wir sind schon am Arsch, wenn sie mich mit der abgehackten Hand finden, aber hey,
Easy peasy. Dann gehen wir also jetzt zum 100. Mal ins Arbeitszimmer von dem guten Dingens da. Aber ich würde mich eigentlich hier gerne ein bisschen umsehen. Möglichst ohne von der Klippe zu fallen. Wo ist der Geier? This sarcophagus is engraved with the name of Clemens III. Good God! The one whose cross allowed me to enter. Mhm. Clemens III. Clément III in French. How come his tomb ended up here and not in the Vatican? This sarcophagus is beautifully made, but ancient. Stone is marked by the passage of time, but it's really well preserved. Ja, hier stehen jedenfalls eine ganze Menge Särge rum, aber ich glaube nicht, dass wir aktuell die Zeit dafür haben, uns groß mit den Särgen abzugeben. Ich würde allerdings trotz alledem gerne wissen, ob wir hier irgendwie auch rauskommen oder ob hier einfach nur der letzte Friedhof von Gott weiß wem ist. Finden tue ich hier jedenfalls nur Sachen, die ich nicht brauchen kann. Das gefällt mir gar nicht so gut. Bin mir fast sicher, dass wir hier... Flavius Aetius. It was cut a long time ago. You can tell by the rough hacks of the tool and the patina of the stone. This sarcophagus is very ancient. I'd say it's several centuries old. Würde fast sagen, es gibt hier eine Direktverbindung zum Arbeitszimmer. Aber ich weiß nicht. Ob wir da jetzt so einfach auf die Abkürzung zurückgreifen können. Schätzungsweise kommen wir nicht dahinter. Da ist ein... Okay, die Abzweigung nehmen wir jetzt noch. Und wenn es da nicht weitergeht, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle und ich gehe dann doch über die Krypta zurück. The sarcophagus of Lord Mortimer. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. It's far too heavy. I'm not going to be able to do it on my own. Na gut. Dann werden wir dem jetzt hier nicht den Holzkeil durchs Herz rammen, sondern werden auf gewöhnlichem Weg ins Haus zurückkehren. Ich werde jetzt erst einmal schauen, ob wir hier den negativen Effekt wegbekommen, weil mich der gerade so rein aus Prinzip nervt. Und dann finden wir hoffentlich auch wieder den Weg zurück. Und wir müssen ja gar nicht in Mortimers Arbeitszimmer, sondern erst einmal zu unserem Lieblingskardinal. Der uns natürlich an allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht nach unserem fehlenden Körperteil befragen wird. Warum auch, würde ja überhaupt keinen Sinn machen. So, jetzt schauen wir das hier nochmal ganz kurz an. 26. März.
Nee, was hat die da für eine Quark? Da ist Golgotha. Die hat einen völligen Quark eingestellt. Keine Ahnung. Das ist mir ein Rätsel. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, weil ich habe es eigentlich genauso gemacht, wie sie gesagt hat. Aber sei es drum, die Hand ist weg, die Tür ist auf. Und wir gehen jetzt zurück ins Haus und sehen wir uns da dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich wie immer, danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao, ciao.